Der Volkswagen T7 als Delta-Variante, es ist ein absoluter Hingucker. Und Sebastian hat zu mir gesagt, man braucht immer so einen Hingucker, der ganz besonders herausfällt. Das ist hier der Fall. Ihr habt einen T7 so böse gemacht, ja, dass die Leute stehen bleiben und sagen, der ist ja noch gar nicht richtig rausgekommen und schon hat Delta ihn, ganz geändert. Genau, ja, also wir haben wieder im Endeffekt gepimpt. Also wir machen ja VW-Busse schon ganz lang, T5, T6, T6.1 und natürlich haben wir auch den T7 vorgeknöpft. Vor allem, weil der halt designtechnisch eher brav rüberkommt, würde ich sagen. Und da haben wir uns halt natürlich dann wieder einiges einfallen lassen. Räder natürlich, das ist halt unser Markenzeichen mit unserem eigenen Reifen sogar hier. Verbreiterungen, eine schöne Höherlegung um 35 bis 40 mm. Und ja, auch einen Dachträger haben wir adaptiert auf den T7. Und ich glaube, steht ganz gut da. Stark ist die Verbreiterung hier. Die ist natürlich angepasst ans Rad, aber das Rad hat eine ganz besondere Geometrie. Klär mich mal auf. Also es geht nach innen. Genau, also das ist sehr konkav, nennt man das in der Felgentechnik. Das ist unsere brandneue Hamner-Felge. Und zwar in 18x9 und da ist wirklich ein ganz schönes Tiefbett. Wir haben die Felge auch in 17 Zoll, da ist sie leider aber nicht ganz so breit und darum kommt das Tiefbett leider nicht ganz so raus. Sieht trotzdem gut aus, aber bei der 18x9 ist natürlich schon krass und die ist wirklich auch ganz gut gefragt und sieht man schon oft auf der Messe. Ist sie lieferbar? Lieferbar, sagen wir so, kann sein, dass es ein bisschen dauert, circa 3 bis 4 Wochen. Wir bohren die Felgen immer noch selber und Ihr macht die selber hier Made in Germany? Genau, also wir bekommen die Rohlinge und dann bekommen wir die Felgen hierher und dann bohren wir die Felgen in unserer CNC-Maschine. Ihr habt eine CNC-Fräse? Ja, genau. Ihr fräst die raus, die Felgen? Nicht alle Felgen, muss ich dazu sagen. Also wir eher so die ersten Felgen oder für exotische Fahrzeuge. Wenn wir dann zum Beispiel merken, dass wir jetzt für einen T7 jetzt relativ viele Felgen verkaufen, dann kommen die fertig ab unseren Werken. Also wir haben Werke in Italien und China, die im Endeffekt die Felgen dann komplett fertig herstellen. Ich zeig's mal gerade. Also der ist jetzt schön gemacht. Wichtig ist ja auch, ich sag mal, das ganze Gesamtbild muss passen. Obendrauf ein Dachrack. Ist das zugelassen? Ja, im Endeffekt zählt das Ladung, aber im Endeffekt arbeiten wir auch an einem Gutachten, dass es halt top alles Hand und Fuß hat. Im Prinzip noch für die Messe jetzt, oder? Ja, also das Auto ist eigentlich komplett eher noch so ein Prototyp, auch Verbreiterungen. Sind, glaube vor 2 Tagen erst montiert worden. Sehen so heiß aus, es sieht so gut aus, ja, vielen Dank. Dass man wirklich sagen muss, also alle, die hier kommen und stehen und dann sagen, sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen, die auch sagen, so der T7, das ist ja eher so ein Schmeichel-Kombi, das ist der neue Charan, da muss man schon sagen, wenn man den jetzt sieht, oder? Ja, ist auf jeden Fall komplett anders und gefällt mir auch wirklich gut und ja, die Leute sind echt begeistert. Das wundert mich, also auf der Messe ist immer so die Frage, was am besten ankommt. Ich habe eigentlich so auf den G wahrscheinlich wieder getippt oder durch den Porsche, aber bis jetzt ist echt das Highlight der T7, aber die Messe ist ja noch jung. T7, ja. Gibt es da Leute, die schon mal fragen, ob der so zu kriegen ist, wie er steht? Da gibt es auf jeden Fall schon, wir planen das natürlich, wir müssen schauen, inwieweit wir die Verbreiterungen noch adaptieren, wir müssen auch noch bei der Tür ein bisschen was ändern, dass die im Endeffekt komplett über die Verbreiterung rübergeht. Achso, es geht im Moment noch nicht. Es geht, aber es ist noch nicht einwandfrei. Also ich will es jetzt Prototyp. nicht aufmachen. Genau, das Prototyp. Verstanden. Wir schauen uns das mal kurz von der anderen Seite an. Du bist wenigstens ehrlich, du machst das Marketing ein bisschen für Delta. Genau. Was ist Delta? Klär mich mal auf. Also uns gibt es seit über 40 Jahren und wir haben halt angefangen mit Suzuki und so weiter und halt Offroader und mit Felgen hauptsächlich, oder? Eigentlich allgemein, ganz viel Zubehör, aber Felgen war immer so das Steckenpferd, kann man sagen. Und seit ein paar Jahren machen wir halt auch ganz viel für Transporter. Hat so angefangen mit T5, T6 und jetzt vor allem während Corona, während diesem Camperboom, haben wir uns halt voll auf den Sprinter konzentriert, auf den Ducato konzentriert und ja. Der wird kommen, der T7, was denkst du? Er muss. Der T7 wird kommen. Also jetzt so, ich sage klar, die Leute sagen immer T6.1, das ist das Maß der Dinge, der jetzt kommt, der ist noch ordentlich gebaut, aber ich habe mir den mal angeschaut, den T7, der ist gar nicht schlecht. Also mir gefällt er gut, sagen wir so, vor allem mit dem Umbau, sonst sieht er ein bisschen brav aus, aber muss ehrlich sagen, die Leute, also unsere Kunden sind eher so, die nehmen eher noch den T6.1 bis jetzt. Oder sie warten tatsächlich auf diesen ID-Bus. Also der, obwohl er ein Elektrofahrzeug ist und die Offroad-Leute oder Offroad-Freunde sind teilweise schon immer so ein bisschen recht konservativ, was so Elektro anbelangt. Und die warten trotzdem auf diesen ID-Bus teilweise. Aber die haben ja auch den T7 noch nicht komplett so gesehen, wie er jetzt von uns umgebaut wurde. Vielleicht
geht der Boom jetzt los. Ein paar Leute werden es ja zumindest mal sehen. Ja, ihr habt so eine absolute Felge, die irgendwie Gott und die Welt kennt, so muss man sagen. Das ist, glaube ich, die hier, die so oder so ähnlich, die, das Design ausmacht von Delta, die alle haben wollen. Ist das nicht ein Renner und wie kommt man von der Felge wieder weg? Das ist absolut der Renner, ja, die Classic B, also schon seit einigen Jahren. Hat ja angefangen so, dass es eher für die G-Klasse gemacht wurde, wegen diesem klassischen Design, aber mittlerweile Amarok haben wir sehr ganz viel gemacht, X-Klasse und jetzt ist eben dieser Camper-Boom und ja, da wird die Felge ganz oft nachgefragt. Auf der Messe sieht man sie auch ganz oft, aber wir haben natürlich uns vorbereitet, falls die Felge nicht mehr so gut ankommt und das ist jetzt im Endeffekt die Hamner. Die neue Felge, die haben wir jetzt auch auf ganz vielen Fahrzeugen auf der Messe schon drauf. Wie gesagt, die ist die gleiche wie auf dem T7. Hier haben wir sie noch ein bisschen mit so Rough-Kappe, also ein bisschen eine aggressivere Kappe. Und halt, ihr kennt es ja von uns mit diesem Ring, da kann man natürlich ein bisschen spielen, farbenmäßig, an den Schrauben kann man was machen. Und ja. Also bei euch ist es ja, wenn man das möchte, weniger ist mehr. Man kann auch schwarze Schrauben nehmen, dann sieht man es fast gar nicht. Hier vorne sieht man so eine klassische Felge von euch. Ihr seid relativ günstig. Also die Leute, die anfragen, Preisanfrage bei so einer Felge, die liegt ungefähr Preis von bis? Ach, es kommt drauf an. Also wir haben die Felge in 17 Zoll. Da gibt es natürlich viele verschiedene Variationen, aber so 500 würde ich sagen. Aber da geht's los. Geht natürlich schon weiter hoch. Also bei 20 Zoll geht es natürlich weiter hoch. Jetzt kommt die neue Felge übrigens auch in 22 Zoll, die Classic B. Genau, ja. Also ja, wir müssen immer die Felgen immer größer machen, wegen den großen Bremsanlagen. Genau. Wir dürfen halt nicht downsizen, nennt man das. Also man darf keine kleineren Felgen montieren, als serienmäßig schon montiert wurde. Genau. Ich zeig mal, da vorne steht es auch drauf. Also das ist die G-Klasse, wenn wir uns gleich mal kurz anschauen, denn das ist natürlich ein Hingucker. Problem ist, man kriegt keine. Ja, ist leider ist so, aber... Wo kommt der her? Ist der, jetzt legal erworben? Wir haben den schon ganz lange, also als die G-Klasse angekündigt wurde, haben wir die schon bestellt. Aber wir haben jetzt sogar den G400, haben wir jetzt auch bekommen letztens. Aber der wird wahrscheinlich erst für die nächste Messe dann sein. Also der wird jetzt dann bald fertig sein. Das ist ein ganz anderer Umbau, ein bisschen dezenter, eben mit dieser neuen 22 Zoll Classic B. Und ja, die wird jetzt dann bald veröffentlicht auf Social Media und so weiter bei uns und wird nächstes Jahr auf jeden Fall bei der Messe dabei sein. So, wir haben ja auch die Felgen schon im Einsatz gehabt, ja, waren auf dem Mercedes Sprinter, haben sie da montiert. Sprinter ist schon verkauft, muss ich dazu sagen. Oh. Der Kunde, ja, passiert. Also wir hatten das Problem, dass während der Pandemie, ihr habt sehr ernst genommen, muss man schon sagen. Da kam niemand rein, wir durften nicht filmen, das war und so weiter. Aber jetzt auf der Messe, ist das nicht schön, hier im Sommer zu stehen? 22? Wieder, ja, zum Glück, ja. Also damals hatten wir ja mal einen Termin zusammen, aber da ging es dann wegen Corona und so weiter nicht. Ist ja nicht schlimm, jetzt bin ich ja hier. Ja, zum Glück, ja. Nee, jetzt ist endlich wieder Messe, auch, muss man sagen, ohne Auflagen, ohne Beschränkungen. Ist schon ein neues Freiheitsgefühl, muss man ehrlich sagen. Mal schauen, wie es jetzt im Winter wieder weitergeht. Ich hoffe, es beruhigt sich jetzt alles mal, aber... Jetzt habe ich eine Frage, wenn ich sowas haben möchte, hier die Räder, die kann ich ja nicht selber machen, ja, drauf machen. Ihr habt auch eine Werkstatt? Oder? Wir haben 2 Werkstätten, die können die natürlich immer drauf montieren, normalerweise. TÜV auch? TÜV kann man auch machen, klar. Und ansonsten kann man natürlich, wir haben viele Vertragswerkstätten, viele Händler, man kann die Felgen bei uns kaufen. Also ich glaube, wer die Felgen haben will, der findet eine Möglichkeit, die zu kaufen, das ist kein Problem. Ja, vielen, vielen Dank, Sebastian. Ja. Wir haben heute den 15. Juni 2022, Abenteuer Allrad mit Delta 4x4 nicht wegzudenken. Euer Platz hier phänomenal, direkt am Eingang. Und es ist endlich mal unterm Zelt. Das heißt, die jetzt draußen stehen bei dem Wetter, im Winter war das ganz schön, oder? Im Winter hat die Messe, muss ich ehrlich sagen, teilweise nicht so Spaß gemacht, weil es halt wirklich kalt war und normalerweise ist es echt eine Sommermesse und jetzt ist es schön wieder hier im Poloshirt, im kurzärmeligen draußen zu stehen und ja, einfach mit Leuten zu quatschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Tschüss, Sebastian. Genau, danke dir.